Du Roland, Freundin von mir hat echt Probleme in der Hüfte. Super jung, super erfolgreich, hübsch, aber halt super steif auch. Weißt du, was die machen könnte für die Hüfte? Welche Übungen gibt es denn da und wie kommt es überhaupt zustande? Kommt dadurch zustande, wie es immer zustande kommt, nämlich zu wenig bewegen. Das weißt du wahrscheinlich schon. Und zwar ganz klar bei der Hüfte, wir sitzen zu viel und das wird sich auch auf die Hüfte auswirken, weil in dem Winkel hier verkürzt der Hüftbeuger. Der zieht vorne das Hüftgelenk zusammen. Dann, wer steht denn mal mit breiteren Beinen da? Ganz selten. Wir sind meistens so in dieser Position. Folge, hier wird es zu eng. Stelle 2. Dann beim Laufen und beim Stehen wird hier ein spannender Muskel dauernd angestrengt und deswegen auch, wenn er nicht ausgeglichen wird, verkürzt er auch. Außenseite. Und hinten das Gesäß bei den meisten Menschen auch total verspannt, deswegen, weil vorne zu kurz, hinten muss gegenspannen und dadurch die Dauerverkrampfung, also ringsrum. Vorne, innen, außen und hinten. Okay, aber du gibst mir ein paar Tipps oder Übungen, die ich machen kann oder die ich dir zeigen kann? Wir machen genau die Übungen dagegen, die es passen. Wir fangen direkt im Stehen an. Du stellst dich. Ich stehe schon. Und vielleicht mal schräg zur Kamera, seitlich zur Kamera. Und wenn du jetzt stehst, dann nimmst du deine Hände an das untere Ende des Gesäßes. Unter der Bobbes. Ja. Und schiebst praktisch deine Leisten nach vorne und ziehst den Bauch zurück. Ja, du ziehst den Bauch ein. Bauch einziehen heißt Schambein heben. Das hatten wir schon mal gehabt. Genau. Bauch muss zurück. Und wenn du das so machst, dann gehst du beim Zurückgehen nicht ins Hohlkreuz, sondern der ganze Rumpf geht zurück und zwar Drehpunkt Hüfte. Nicht hier, sondern die Hüfte mitnehmen. Was heißt Drehpunkt Hüfte? Das heißt, dass du dich hier um diesen Punkt nach hinten bewegst und nicht hier oben. Ah, okay. Ja, das heißt, du musst hier eigentlich in diesem Bereich musst du gerade bleiben, und da unten aber da abknicken. unten, da knickt es ab. Und das kannst du halt dann am besten ansteuern, wenn du den Bauchnabel ganz aktiv zurückziehst, weil dann automatisch die Hüfte mitgeht und der Drehpunkt hier unten hinkommt. Und dann bist du direkt am Hüftbeuger und du merkst das an der Spannung im oberen Oberschenkel, etwas an der Innenseite, so reinlaufend in die Leiste rein. Das ist immer dieser typische Dehnungsschmerz für den Hüftbeuger. Roland, du redest die ganze Zeit Hüftbeuger. Wo ist denn der? Was ist der denn das? ist hier festgemacht, geht über die Leiste, ein Teil ins Becken, ans Darmbein und ein Teil durch den Bauchraum praktisch durch, hinten an die Lendenwirbelsäule. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Muskel, auch für die Hüfte, auch für Rückenschmerzen und so weiter. Das ist meistens verkürzt eben durch das Sitzen. Und wie du siehst, ist das das Gegenteil von Sitzen und deswegen lockern wir das da auf. Ja? Du kannst das Gleiche, bleib mal so und geh mal gegen die Wand Du weißt aber und halte dich mal an der Wand fest. ohne mein Gesäß jetzt festzuhalten. Ja, genau. Nimm die andere Hand, ja, genau. So. Und wenn du an die Wand gehst und das Gleiche machst, dann hast du noch ein bisschen mehr Kontrolle. Du kannst dich an der Wand nach hinten schubsen ein bisschen, kannst auch das Gleichgewicht besser halten und kannst zusätzlich auch Folgendes machen. Du kannst den Kopf jetzt noch nach hinten fallen lassen. Überstrecke ich jetzt total quasi? Ja, du überstreckst es praktisch von den Unterschenkeln über die Oberschenkel, Hüfte, Bauch und bis hier oben hin. Das ist letztendlich jetzt nicht so ausschlaggebend für die Hüfte, macht aber insgesamt vorne mal wesentlich lockerer und das wiederum wirkt sich indirekt auf die Hüfte aus. Ich fühle mich wie die totale Überstreckung, Roland. Ja, du bist auch gerade die totale Überstreckung. Und das ist gut. Mach das 2 Minuten, 2,5 Minuten. Fang langsam an, das ist anspruchsvoll. Steiger das dann und mach die Intensität immer so, dass du sie gerade noch gut ertragen kannst. Und dann kommst du langsam wieder raus. Und jetzt beschreib mir, wie du dich fühlst, René. Ich kann nicht mehr. Guck mal zur Kamera. Ich schwitze, ich kann nicht mehr. Klar, die Übung fordert, aber was merkst du? Aber ich bin frei. Freier auf jeden Fall. Nach einer Übung wirst du schon merken, wenn du es dann probierst, dass du dich ganz anders fühlst. Jetzt machen wir weiter. Jetzt geht es um die Innenseite der Oberschenkel. Und da ja die Hüftprobleme oft einseitig sind, können wir die Arbeit auch ein bisschen aufteilen und können es nur mit einem Bein machen. René, stell dich erstmal so, wie ich stehe. Jawohl. Dann gehst du mit der betroffenen Seite. Wir sagen jetzt mal, deine rechte Seite wäre betroffen. Wenn es bei dir die linke ist, machst du die gleiche Übung halt mit links. Du passt doch links. Bei mir zieht es gerade links in der Wade. Dann machen Okay, dann machen wir links. Und für diejenigen, die es rechts haben, die müssen halt rechts machen. Okay, stell dich schulterbreit und geh mit dem linken Bein
so einen halben Schritt zurück. Das ist mein Betroffenes jetzt, ne? Genau. Ja. Aber guck, dass der Fuß nach vorne zeigt. Ich habe ein bisschen X-Bein. Ja. Okay. Okay. So, und jetzt nimmst du nur die linke Hand an das untere Ende des linken Gesäßes Habe ich gemacht. und überstreckst nur in der linken Seite. Und dann hast du überstreckst nur in der linken Seite, heißt, ich gehe automatisch genau gleich zurück. Mit dem Bauchnabel, Genau. wie vorhin auch. Das gilt genauso, dass du hier unten abknickst und nicht hier oben drüber. Ja. Und das machst du dadurch sicherer, dass du den Bauchnabel nach hinten ziehst. Und jetzt merkst du hier Ja. innen den Zug. Genau. Und das hier ist der linke Hüftbeuger, den wir damit isoliert rausgeübt haben. Und dadurch wird es natürlich intensiver für die Seite, die wirklich betroffen ist. Und wir gehen zum nächsten Engpass, die Innenseite der Oberschenkel. Am besten machst du es mit einem Stuhl oder einem Tisch oder vor einer Fensterbank, dass du dich ein bisschen stabilisieren kannst. René, stell dich mal hinter den Stuhl. Ich weiß, was kommt, Kinder. Das wird anspruchsvoll. Und jetzt machst du erstmal wieder dein Becken in die Position, dass du den Bauchnabel zurückziehst, dass das Becken möglichst gerade steht. Und gehst mal so weit mit den Füßen auseinander, bis du so den ersten leichten Zug merkst. Okay, Ja. So, und jetzt ist die Technik folgendermaßen. Also auch wenn du wesentlich enger noch stehst, ist es das gleiche Prinzip. Du gehst ein bisschen nach vorne, das entlastet die Fersen. Dann schiebst du die Fersen weiter nach außen. So? Dann gehst du ein bisschen nach hinten. Mit dem Oberkörper? Ja, also insgesamt nach hinten. Ja. Und jetzt kannst du die Fußspitzen nach außen nehmen. Ja, so weit wie möglich nach außen nehmen. Ich kann nicht mehr weiter. Die Fußspitzen. Ach so. Ja, genau. Ach so. Ja. Oh, eben zieht's aber. Okay, Oh. war das schon zu viel? Weil Ja, jetzt da musst du muss ich aufpassen. Ja? Dann geh wieder ein bisschen raus, wenn es zu viel war. Stell dich mal so, dass es gerade noch gut erträglich ist. Warum macht es denn so einen Unterschied, ob ich rein oder raus gehe? Weil dann die Muskeln länger gezogen werden. Ja? Jetzt stell dich mal so, dass du da einen Punkt hast, wo du sagst, es ist gerade noch gut erträglich. So halte ich es noch auf. Ja? Es darf übrigens nicht ein Boden sein, der rutscht. Also mach es am besten mit Schuhen auf dem Teppichboden, damit deine Füße nicht von alleine weiter rutschen, weil das gibt Stress, weil da musst du halten und dehnen gleichzeitig. Das ist nicht gut für die Muskeln. Ja? Du hältst dich dort fest, der Boden hält, dass du eine sichere Position hast. Und immer wenn du merkst, dass es hier an der Innenseite weniger zieht und dass du von dieser Grenze ein bisschen nach unten dich bewegst, dann nimmst du wieder, je nachdem wie du gerade stehst, das Gewicht ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten und läufst mit diesen kleinen Umsetzschritten noch ein bisschen weiter raus. Aber jetzt kippt die Hüfte. René, das ist zu weit. Die Hüfte kippt nach vorne, dein Bauch geht nach vorne raus. Du musst den Bauchnabel hinten lassen. Ja? Ist das das Wichtigste, Roland? Dass ich Das ist nicht das Wichtigste, aber es ist ein wichtiger Teil, der beachtet werden sollte. Ja? Wenn der Unterrücken ein bisschen überstreckt ist im Hohlkreuz, ist es nicht schlimm. Aber es darf nicht dazu kommen, dass du immer weiter nach vorne gehst, weil das wäre ein Ausweichen von dieser Dehnung. Ja. Die nächste Übung wirkt ähnlich, auch für die Innenseite der Oberschenkel, aber vor allen Dingen für die kurzen Schenkelanzieher. Das sind die kurzen, die hier oben diese Spannung machen, direkt am Hüftgelenk, die auch sehr befreiend wirken. Heißen die so kurze Schenkelanzieher? Ja, die kurzen Adduktoren. Ja? Jetzt, du gehst in den Vierfüßlerstand, wie René das zeigt, und setzt beide Knie so weit wie möglich nach außen. Oh. So weit wie möglich auseinander und gehst mit den Fußspitzen, also mit den Fußsohlen besser gesagt, aneinander. Lass die Arme gestreckt. Und jetzt senkst du die Leisten ab, du lässt praktisch deinen Körper durchhängen. Ja, genau, ganz langsam. Langsam reingehen, weil das ist anspruchsvoll. Und mach's nicht zu doll, René. Nee. Du musst immer in dieser Grenze bleiben, wo das gerade noch gut erträglich ist. Ja? Und jetzt merkst du, es zieht anders, nicht so weit runter bis zum Knie. Es zieht eher im oberen Bereich direkt um die Hüfte. Das Verfahren wird das gleiche. Du lässt dich praktisch reinsinken, bis es gerade noch gut auszuhalten ist. Ein bisschen mehr würde es kippen, würde negativ. Das darf nicht sein. Was heißt kippen? Kippen heißt, dass du plötzlich quälend merkst, du musst die Übung verlassen und sie stresst dich. Das darf nicht sein. Es muss immer ein Wohlfühlschmerz noch sein. Auch wenn er deutlich ist, ja, es muss immer noch ein Wohlfühlen da sein. Das muss das Vorherrschende sein. Ansonsten kippt das Ganze ins Negative und das darf nicht passieren, weil die Übungen sollen ja Spaß machen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen einen kleinen Verstärker. Das ist gerade bei der Übung total
effizient. Drück mal mit beiden Knien gegen den Boden. Beiden Knien. Beide Knie drücken gegen den Boden. Ja, aber nicht rumzappeln insgesamt, sondern bleib ruhig. Drücke nur mit den Knien gegen den Boden. Lass wieder locker. Und dann merkst du, dass du weiter nach unten sinkst. Und nimm den Bauchnabel zurück. Nimm den Bauchnabel zurück, weil die Überstreckung soll ja nicht hier sein, sondern wieder in den Hüftgelenk. Nein, 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 nicht runterlassen. Ja? Okay. 2 bis 2,5 Minuten und dann ist die Übung dort auch beendet. Und jetzt zum Gesäß, weil das Gesäß bei den meisten Menschen total verspannt, wie ich vorhin erklärt habe, weil vorne alles zu kurz, hinten muss gegenspannen, dass man aufrecht bleibt. Und diese Spannungen müssen jetzt raus. Am besten auf dem Stuhl. Geh so weit nach vorne auf dem Stuhl, dass das Gesäß gerade noch drauf ist, dass du aber nicht Gefahr läufst, runterzurutschen. Ja, ich hake mich da so mit meinen Popoknochen ein. Ja, wenn das so geht, dann ist okay. Ja? Dann streckst du dein linkes Bein und legst den rechten Fuß übers linke Knie. Genau. So. Wenn du das noch nicht schaffst, weil das zu ungelenkig alles ist bei dir, zu verkürzt, dann kannst du auch anfangen, dass du das Bein da unten auflegst und dann mit einer Schlaufe oder mit einem Handtuch, du besitzt zu knapp, du musst ein bisschen sicherer sitzen, merke ich gerade. So? Genau, so ist besser. Du musst wirklich, weil du darfst dich nicht darauf konzentrieren müssen, runterzurutschen. Das gibt zu viel Stress. Wäre das jetzt schon eine Übung für manche? Das ist für manche Leute schon eine Übung. Vor allen Dingen dann, wenn du weitermachst. Ja? Es ist ganz gut, dass du fragst. Jetzt geh mal ins Hohlkreuz. Jetzt mal voll ins Hohlkreuz gehen. Und im Hohlkreuz bleibend knickst du in der Hüfte nach vorne. Jawohl. Ja. Und dann merkst du, Das geht richtig ins Eingemachte. da Roller. kommt hinten schon ein Zug drauf. Gell? Aber hallo. Also selbst in diesem Winkel. Ja. Aber noch mehr Zug kommt drauf, wenn du irgendwann so weit bist, den Fuß übers Knie legen zu können. Das schaffe ich doch, oder? Ja klar. Und bist ja auch einigermaßen gedehnt. Ganz so kurz bist du ja nicht, ne? Naja, aber es ist auch, also ich merke es schon ganz, ganz deutlich. Und ich bin ein junger Mann mitten im Leben. Okay. Nimm mal die rechte Hand ans Knie und die linke Hand ans Fußgelenk. Das ist eher der Fuß. Fußgelenk ist eher da. Genau. Wieder Hohlkreuz machen und mit dem Hohlkreuz nach vorne kommen. Ich habe das Gefühl, als kriege ich gleich einen Krampf in meiner linken, über der Wade, in der Kniekehle, über der Kniekehle. Über der Kniekehle, weil das Bein da ist, so gestreckt wird. Aber das ist sowieso, wenn du jetzt dort oben schon so viel Druck hast, dann geht es auch, dass du praktisch mit dem Bein gerade kommst. Also nicht gerade kommst, dass das Knie hochkommt. Dass du den Fuß ranziehst, zieh den Fuß ran, jawohl. Und jetzt ist das Knie ein Stückchen höher und du merkst, die Dehnung ist mehr im Gesäß. Ja. Geh noch ein bisschen weiter zurück mit dem Fuß. So meinst du? Ja, irgendwann ist das Bein senkrecht und dann bist du eigentlich in der Grundposition für die Übung. Das vorher, das waren einleitende Schritte, das dauert vielleicht 1, 2, 3 Wochen, dann bist du auch dort und dann irgendwann kannst du das Bein aufstellen, kannst den Fuß auflegen, hast eine gute Ausgangsposition. Nimm die rechte Hand zum Knie. Also getreu dem Motto, der Weg ist das Ziel, muss ich im Prinzip mich langsam hocharbeiten, genau. dass ich jetzt in der Übung bin, die Genau. ist. Je nachdem, wie kurz du bist, wie verspannt du bist, musst du halt da unten anfangen, entwickelst dich dann weiter oder schaffst es gleich, dich so hinzusetzen. Ja? Die linke Hand haben wir immer am Fußgelenk, weil jetzt wird es wichtig, wenn du so weit bist, du musst jetzt voll ins Hohlkreuz gehen. Ja. Und wenn du in der Position nicht ins Hohlkreuz kommen kannst, dann gehst du einfach noch ein bisschen weiter nach hinten, bist aber im Hohlkreuz. Kann ich und mich noch, da ablehnen? Nein, weil du sollst ja eigentlich dehnen. Ja? Das ist jetzt der Punkt, wo du dich nach vorne ziehst, aber noch im Hohlkreuz bleiben kannst. Wobei du bist schon gar nicht mehr ganz drin. Mach's Hohlkreuz. Ja, jetzt bist du im Hohlkreuz. Ja? Jetzt bist du im Hohlkreuz. Und ein guter Tipp ist auch da der Bauchnabel. Weil du kannst dir jetzt vorstellen, statt dich hier mit den Schultern nach vorne zu bewegen, stellst du dir vor, dass dein Bauchnabel sich nach vorne bewegt. Mach das mal. Bauchnabel will vor. Merkst du? Das ist eine ganz andere Ansteuerung und die geht viel mehr in die Dehnung rein. Also allein die Tatsache, dass ich mein Hohlkreuz halten muss, lässt mich so anstrengen, dass ich gleich explodiere. Muss der Hand auch in dem gerade noch gut erträglichen Bereich bleiben. Ja? Das ist die perfekte Ausführung.
Wenn du ein bisschen aus dem Hohlkreuz rausgehst, ist sie immer noch gut. Je mehr du rausgehst, desto schlechter wird die Wirkung, weil dann die Dehnung nicht mehr im Hüftgelenk passiert, sondern im unteren Rücken passiert. Und hier geht es ja um die Hüfte. Ja? Und jetzt gehst du letztendlich bei der Übung immer weiter nach vorne. Und wenn du merkst, dass die Dehnung nachlässt, legst du immer wieder ein bisschen was drauf, aber komm nicht zu weit im Oberkörper vor. Ja, versuch immer mit dem unteren Bereich vorzukommen und dann wird auch sehr schnell klar, wo die Verkürzung ist, weil wo merkst du das? Im Gesäß. Ja, also rund ums Gesäß. Oder rund ums Gesäß, ja. Die Gesäßmuskeln sind ja sehr, sehr umfangreich, sehr viele Fasern, sehr große Muskeln, wo es auch eine Weile dauert, bis man da die Entspannung reingebracht hat. Aber schon nach einer Übung, nach dieser einen Übung, Aufstehen und Laufen, ist ein anderes Gefühl als ohne diese Übung, das wirst du merken. Und jetzt noch sozusagen die Königsklasse. Also das ist eine Übung, die ich wirklich liebe. Und zwar deswegen, weil du die rechte und die linke Hüfte gleichzeitig übst. Und wenn du dann 2 Durchgänge machst, hast du beide Hüften zweimal trainiert. Ja, und deswegen ist sie sehr, sehr effizient. Du setzt dich hin, wie René hier sitzt. Und jetzt legst du deinen rechten Unterschenkel unter dein linkes Knie. Und achtest darauf, dass das Knie möglichst am Boden liegt. Bei vielen Menschen klappt das erstmal nicht. Die müssen sich praktisch nach links legen, so ein bisschen rüberlehnen, damit das Knie wirklich runter zum Boden kommt. Und jetzt richte mal deinen Unterschenkel so aus, dass er parallel zum vorderen Mattenrand ist. Das hier soll ein rechter Winkel werden. Okay. Das heißt, du bleibst so, aber hebst dich mit dem rechten Gesäß mehr zum Mattenrand. So. Jawohl. Und jetzt haben wir hier plus minus einen rechten Winkel. Ja. Und jetzt nimmst du dein linkes Bein, führst es außen herum nach hinten. Aha, wie so eine Balletttänzerin. Ja, okay. Okay. Ja. Das ist noch nicht mal so gut, ne? Ja, es geht besser, aber ist schon besser als bei vielen Menschen, die noch viel, viel kürzer sind. Und deswegen wundere dich bitte nicht, René, tu mal mit dem linken Knie etwa hier hin. Es kann sein, dass du schon hier merkst, dass es in der linken Leiste barbarisch zieht. Dann machst du bitte die Übung an der Wand oder im Stand, wo du dich überlehnst oder wo du einbeinig dich nach hinten überstreckst, weil das befreit praktisch den Hüftbeuger, sodass du hier in der Position mit dem Bein besser nach hinten kommen kannst. Du übst praktisch jetzt bei dieser Übung hier die Hüftbeugerdehnung in der linken Seite und in der rechten Seite die Gesäßdehnung. Und das ist dieser Doppeleffekt, von dem ich so begeistert bin bei dieser Übung, weil du praktisch 2 Fliegen mit einer Klappe erledigst und 2 Effekte hast. Ja? Aber, wie René das vorher gezeigt hat, du gehst so weit nach hinten wie möglich. Ich kann es aber auch so lassen. Ne? Nee. Geh mal so weit, wie es bei dir jetzt geht. Und leg den Fußrücken auf den Boden. Fußrücken, also der Genau, Stand. dreh das Bein so, dass der Fußrücken auf dem Boden liegt. Geht gar nicht ganz bei mir. Jetzt geht's, muss immer sagen, noch. Also wir müssen die Sprache überprüfen. Ja? Wenn was nicht geht, sagen wir immer, es geht noch nicht, weil wir üben das ja und irgendwann wird es immer besser und irgendwann geht es dann. Das ist eine ganz wichtige psychologische Geschichte, wenn du sagst, ich kann es noch nicht, weil dann ist schon praktisch einprogrammiert, dass du es irgendwann kannst. Ja? Also dann korrigiere ich mal, Roland, ich glaube, ich habe das verlernt. Ja, wie so viele, die immer kürzer werden, weil als du 5 Jahre alt warst oder 6 oder 7, hat es wahrscheinlich noch geklappt. Aber es kann jetzt sein, dass diese Position mit dem rechten Winkel, dass du die auch nicht hinkriegst, weil du viel zu viel auf der Seite noch lehnen musst, um überhaupt so weit mit dem Rumpf, also höher kommst du nicht mit dem Rumpf. Ja? Dann machst du Folgendes am Anfang. Du winkelst das Bein ein bisschen an. Und das entspannt, merkst du, ne? Das entspannt die Situation. Die Übung ist dann nicht mehr so effizient, aber du kannst sie machen, auch wenn du wesentlich mehr verkürzt bist in deinem Gesäßbereich. Und dann würdest du von Tag zu Tag versuchen, immer ein bisschen höher zu gehen, immer ein bisschen höher, bisschen höher, bisschen höher. Und wenn du dann im 90-Grad-Winkel angekommen bist und da regelmäßig übst, dann kannst du sogar noch eine zweite Übung danach machen. Und bei der zweiten Übung gehst du mit deinem Bein sogar 135 Grad nach vorne. Und 135 Grad, ja? ja, das war 90.
Und jetzt nochmal 45 mehr, es sind 135. Okay, gut. Ja? Und jetzt merkst du, es zieht anders, gell? Ja, du hast es ja auch hochgeschmissen eben, mein Bein. Ja, zärtlich hochbewegt, aber egal. Also an der Außenseite, da merkst du jetzt mehr, wie es hier entlang zieht. Und jetzt sind wir an der Außenseite angekommen, weil wir hatten ja eingangs gesagt, die Hüfte leidet darunter, vorne zu kurz, innen zu kurz, hinten zu kurz die Muskulatur und an der Seite. Und in der Variante kriegst du hier diese seitliche Spannung wunderbar in den Griff und wir haben ringsrum die Hüfte gut befreit. Roland, es zieht hier, 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 hier. Überall quasi. Quasi. Sei froh, weil je mehr es zieht, desto mehr ziehen wir die einzelnen Körperbereiche vom Schmerz weg. Ja? Weil wir lösen ja die Schmerzen auf, indem wir dran ziehen, was zu kurz ist und das einfach länger und flexibel machen. Und genau das spürt René jetzt, weil bei diesen Positionen spürt man überall, wo es zu kurz ist. Wenn du nichts spüren würdest, wärst du nirgendwo zu kurz. Und ich wäre auch nicht hier. Aber noch eine Frage habe ich. Wenn ich jetzt quasi gar nicht so weit komme und bin jetzt nur bis hier. Ja. Ist es dann wichtiger, dass ich gerade bin da oben oder ist es erstmal wichtiger, dass ich weiter rauskomme? Beides. Ja? Also du versuchst den Winkel so gut wie möglich einzunehmen. Ja. Und dann, wenn du ihn eingenommen hast, nehmen wir mal an, das wäre die Position jetzt. Ja? Jetzt versuchst du von vorne gesehen gerade zu sein und von der Seite gesehen gerade zu sein. Dann müsstest du nach hier. Ja. Ja? Und wenn das geht, wäre das der Zeitpunkt, hier ein bisschen mehr zu öffnen, beziehungsweise mit dem Bein nach hinten mehr zu gehen, weil hier hast du ja fast schon 90 Grad. Also was jetzt, davor oder dahinter dann? Wenn du die 90 Grad hast, bleib so und geh mit dem Bein immer weiter nach hinten. Okay. Geh nochmal ganz nach hinten, um es zu extremieren. So weit wie ich kann. Ja, so weit wie du kannst, ja. So, und jetzt versuch mal ganz gerade zu sein. Kann ich nicht mehr. Geht nicht. Und das ist jetzt das Training, ja, was du dir antrainieren musst. Und wir haben noch was für dich. Klick hier oben und dann kommst du auf ein Video zur Steigerung deiner Hüftbeweglichkeit als Routine, als Mitmachroutine. Viel Spaß dabei und wir sagen Adieu. Tschüss.